die Kabel besser verlegen kann, kommt jetzt der Teppich und die Stühle raus. Außerdem sehe ich dann besser dazu, wie ich den Subwoofer im Fußraum verbauen kann. Die Sitze raus, jetzt kommt der Teppich raus, dann ist wirklich Platz, damit ich mir einen richtig schönen Überblick verschaffen kann. Das Auto ist ausgeräumt, wir haben Platz gemacht zum Kabeln verlegen. Heute werden die Kabeln ins Nestkinn einpackt und einmal grundsätzlich im Fußraum verlegt. Da der Teppich draußen ist, geht es leichter. Okay Martin, schau her. Da hinten sind die beiden Verstärker und ich möchte, dass du die Kabel da hinten vorbeilegst. Da hinten. Dann kommst du da Vierer, legst die Kabelstränge von alle Lautsprecherkabel gemeinsam in dem Schacht und da drunter der Vierer, gehst auf, lässt 3 Enden für Hochtöner, Mitteltöner und Tiefmitteltöner da rausschauen, okay. Beziehungsweise da unten lässt man mit einem guten halben Meter für den Subwoofer rausschauen. Und du gehst da auch gleichzeitig mit den Kabeln für da drüben, ja. Also auch Hochtöner, Mitteltöner und Tiefmitteltöner. Die legst du da hinten, hinter einem Armaturenbrettträger, legst du die Kabel hinten vorbei, okay. Und lässt man da alle 3 rausschauen. Immer mit einer Überlänge von einem halben Meter circa. So haben wir, schau her. Du baust das Ding aus, machst die 4 Schrauben auf, baust das ganze Teil aus, löst die Aluplatten von dem Steuerrahmen und tust mir dann die ganzen Spalten und Risse und so weiter, die noch sind, mit Spachtel-Kit zuschmieren und verschleifst mir das Ganze, dass das nachher picobello ist. Auch da die Abschlüsse, dass die alle sauber sind, damit der Lackierer wirklich dann nur mehr füllen und lackieren braucht. So machen wir es. Wieder erledigt. So, bevor ich überhaupt anfange mit dem Umbau beim mein TT, möchte ich euch einmal die Komponenten vorstellen, die ich verbauen möchte. Das Herzstück der ganzen Anlage ist das Pioneer ODR-System mit dem RSD7R2 und dem Pioneer ODR-Prozessor RSP90. Die beiden Geräte werden die Signale verarbeiten und an die Verstärker schicken. Prinzipiell setze ich bei den restlichen Komponenten bis auf die Head-Unit und den Prozessor auf Produkte der Firma DLS, weil sie diese Geräte und die ganze Produktlinie als wirklich sehr, sehr gut im High-End-Bereich ausgestellt hat und ich seit Jahren mit dieser Marke arbeite und wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Zum Einsatz werden kommen 2 DLS A4 Verstärker. Dieser DLS A4 hat 4x85 Watt an 4 Ohm und
4x145 Watt RMS und 2 Ohm. Gebrückt macht die Endstufe 2x400 Watt RMS. Die Signale von der einen DLS A4 kommen dann jeweils auf einen DLS Scandinavia 3 und auf einen DLS Scandinavia 1. Die zweite DLS A4 wird dann das Signal auf einen Scandinavia 6 Tiefmitteltöner und auf 2 Stück DLS W308B schicken. Momentan habe ich als Platzhalter einen E6 Subwoofer, den ich aber dann später austauschen werde. Ich verwende im Hochtonbereich, wie gesagt, einen DLS Scandinavia 1. Dieser Hochtöner ist zwar sehr groß, hat aber ein Koppelvolumen dran und zeichnet sich dadurch aus, dass er unglaublich fein auflöst und sich der Schall sehr, sehr gut von der Membran ablöst. Im Mitteltonbereich verwende ich Scandinavia 3 Mitteltöner. Das ist ein Mitteltöner, der gute 5,5 Oktaven übertragen kann. Das heißt, von etwa 150 Hertz bis 6, 7, 8 Kilohertz kann man den Mitteltöner einsetzen. Dafür braucht er, damit er ordentlich funktioniert, entweder eine Schallwand oder nur viel besser 1 Liter Volumen, damit er seine Vorzüge ausspielen kann. Im Tiefmitteltonbereich verwende ich einen Scandinavia 6. Das ist der spezielle Tiefmitteltöner von Scandinavia, der eben rein als Tiefmitteltöner verwendet wird, nicht so wie der Scandinavia 6-2, der auch als Mitteltöner verwendbar ist. Der Tiefmitteltöner, den soll man in 8 bis 9 Liter Volumen spülen, damit er zur Höchstform aufläuft. Und das ist ein sehr dynamischer Tiefmitteltöner, der sehr, sehr gut klingt. Alle Lautsprecher, einschließlich der Subwoofer, werden auf Steuerringe montiert, wobei jetzt exemplarisch nur die von die Scandinavia 6 habe, sind mit metrischen Bohrungen versehen, damit man die Lautsprecher anschrauben kann und dass eben ein ordentlicher Halt in die Gehäuse gewährleistet wird. Außerdem nehmen die meisten Ringe auch die Gitter für die Lautsprecher mit auf. Bei der Stromversorgung schließlich und endlich setze ich auf die Marke PowerMaster. Statt der vorderen Originalbatterie verwende ich hinten im Kofferraum 4 solche PowerMaster PM680 in der Reserveradmulde, damit ich eben einen möglichst kurzen Stromweg habe und sehr, sehr hohe Kurzschlussströme.